Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus dem höchsten Bewusstsein, aus der tiefsten Ebene eures Seins, genau das zur Verfügung zu stellen, was dir jetzt hilfreich, was dir jetzt in diesem Moment und in jedem Moment unterstützend ist. Wir möchten zunächst einmal auf Situationen von Umbrüchen eingehen. Ihr mögt empfinden, dass das Leben so, wie es war, nicht weitergeht, dass das Leben so, wie es war, nicht mehr unterstützt wird. Ihr mögt sogar fühlen, dass ihr selbst das Leben so, wie es war, nicht mehr unterstützen könnt, nicht mehr unterstützen wollt. Es ist, als würde das, was das Leben so, wie es war, nicht mehr da sein, als würde das, was die Grundlage für das bisherige Leben gegeben hat, nicht mehr funktionieren. Nicht für jeden von euch ist dies an dieser Stelle genau so. Und doch, kollektiv gesehen, ist dieses Phänomen eines, in das du dich ergeben kannst, eines, gegen das du Widerstand hegen kannst, eines, in das du dich in deinem eigenen Rhythmus, in deinem eigenen Lebensfluss hinein erlauben kannst oder eines, gegen das du dich sträuben kannst und dem du entgehst, indem du dich nicht auf die neue Zeit, die neue Welt, die neue Frequenz, die Verankerung der Liebe in allem einlässt. Wir sagen also, dass Umbrüche in dieser Zeit Teil eurer gewählten irdischen Zeit sind. Sie lassen euch wissen, dass ihr richtig seid in diesem Moment, dass ihr Teil des Wandels seid. Die Umbrüche erlauben euch, lebendig zu sein. Nicht im Alten, mit dem Alten. Und wir sagen das mit in einem Augenzwinkern unterzugehen. Die Umbrüche erlauben euch zu verstehen, dass ihr ein ständig sich wandelndes Wesen seid, das sich anpasst an das Umfeld. Wir sprechen hier nicht von dem unmittelbaren, sichtbaren Umfeld von anderen Menschen, die in eurem Umfeld sind. Wir sprechen von dem energetischen, dem schwingungsmäßigen Umfeld. Denn die Welt hat sich gewandelt und ist im ständigen Wandel. Mit jedem Menschen, der sich für das Bewusstsein entscheidet, mit jedem Menschen, der sich für das Lichtsein entscheidet, mit jedem Menschen, der sich als Liebe erkennt, wird die Liebe intensiviert, die auf der Erde zugänglich ist, wird die Harmonie selbstverständlicher und wird jenen, die sich dagegen sträuben, das Leben schwerer. Denn es lässt sich nicht mehr in der Kontrolle der Abgegrenztheit halten, das Leben. Jeder, der in dieser Zeit auf der Erde ist, erfüllt entweder noch alte Erfahrungen und verabschiedet sich dann oder ist bereits Teil des Wandels in eine neue Welt und spielt damit eine erhebliche Rolle, diese Welt in ihrem Wandel zu leben, zu unterstützen, zu sein, Teil dieser sich wandelnden Welt und somit Teil der alten wie der neuen Welt zu sein. Du bist nicht da, um eine der Welten abzulehnen, du bist da, um die Welt in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren Phasen, in all dem, was sie durchlebt, ebenso wie ein Mensch verschiedene Phasen des Lebens durchlebt, zu unterstützen, sie anzuerkennen, die Welt so, wie sie war, wie sie ist, wie sie sein wird, ohne sie zu werten. Dies ist deine höchste Prämisse, ganz besonders, da du jetzt hier bist, nicht in einer Zeit, in der es galt, eine
Lebensweise in einer Inkarnation zu durchlaufen, zu verstehen und in den Schatz der Erfahrungen aufzunehmen. Du bist hier jetzt in dieser Zeit, um oh so viel Erfahrungsreichtum zu empfangen. Öffnest du dich dafür, so ist es ein Segen, und jeder Umbruch ist für dich eine Bereicherung. Fühlst du hingegen Angst und Widerstand, so ist dein Menschsein mit Qual verbunden, da die Flexibilität und die Dynamik fehlt, um sich den Ereignissen, die sich dir zeigen, hinzugeben. Wir laden also dazu ein, zu lösen, wann immer du eine Verspannung fühlst, wann immer du ein dich zusammenziehen, sei es auf physischer, auf emotionaler, auf geistiger, auf spiritueller Ebene, wann immer du ein Zusammenziehen spürst, zu lösen und genau in diesem Bereich Liebe zu fühlen, Licht zu erlauben. Die Furcht ist eine Form von Abgrenzung, von Trennung, denn sie glaubt nicht daran, dass sie eins mit allem ist. Sie vertraut nicht darauf, dass die Harmonie sich selbst Ausdruck findet und sich durch dich ausdrückt. Die Angst, sie versucht sich abzutrennen von dieser Harmonie, um sich kontrollieren zu können, um in der vollen Kontrolle und somit in dem menschgemachten Sein zu existieren. Dieses Sein, dieses menschgemachte, abgetrennte, in dem Versuch, sich als das alles, was ist, als Essenz zu vergessen, leben. Es löst sich auf, es wird nicht mehr unterstützt. Und somit löst sich auch jede Angst auf, entweder indem sie zerbricht und die starren Strukturen zerbrechen lässt. Und wir sagen dies frei von Wertung, denn dies ist eine Form der Neuschöpfung. Oder indem sie sich wandelt, indem sie erlaubt, indem sie nicht an der Form, an dem Ausdruck, an dem aktuellen Zustand festhält. Das Nicht an dem Alten festhalten bedeutet nicht, das Alte von sich zu stoßen, dem Alten gegenüber negative Gefühle und Gedanken zu hegen, dem Alten gegenüber eine negative Wertung an den Tag zu legen. Das Loslassen, das Erlauben bedeutet immer im Frieden zu sein mit dem, was einst so gut gedient hat, mit dem, was so viele Erfahrungen gebracht hat, mit dem, was so lieb und vertraut war, mit dem, was manches Mal eine Qual war. Es bedeutet dies liebevoll anzunehmen als ein Geschenk, das man bereits empfangen hat, als etwas, das man bereits integriert hat. Da es integriert ist, braucht es nicht erneut und wieder erneut konsumiert werden. Es darf sein gelassen werden in Dankbarkeit, in Wertschätzung, in Achtung, in Hingabe, in Liebe. Gelingt es dir, das Alte auf diese Weise anzunehmen, in deinem Herzen zu wiegen, in seiner Relevanz vollkommen anzuerkennen, so bist du offen für das Neue ohne Groll dem Alten gegenüber. Du hältst auf diese Weise nicht negativ am Alten fest, indem du es
betitelst auf diese oder jene Weise, ihm Wertung zuschreibst. Nein, du fühlst, dass es sich erfüllt hat und dies ist Erfüllung für dich. Und aus dieser Erfüllung heraus erlaubst du dir neue Realitäten. Wir möchten dich also ermutigen, dem Wandel mit Hingabe und Freude zu begegnen, zu wissen, dass du sanft gebettet bist in der kosmischen Harmonie, dass du nicht hart fällst durch das, was geschieht, dass die Liebe, die durch dich fließt, eine Verbindung herstellt zwischen dem, was war, dem, was ist und dem, was sein wird. Die Liebe ist das, was alles verknüpft, alles verbindet und dich auf die immer und immer gleiche Weise sein lässt. Dich als das, was du bist. Dich als das, was du weißt zu sein, was du immer warst und immer sein wirst. Dies ist, was dir erlaubt, im tiefen Vertrauen und Annehmen von jedem Wandel zu sein, denn nicht du wandelst dich. Der Ausdruck von deiner Göttlichkeit in menschlicher Form mag sich wandeln. Das Erlauben von Realitäten mag sich wandeln. Die Erfahrungswelt mag sich wandeln, doch deine Essenz ist immer gleich, in sich vollkommen. Erinnerst du dich also an diese deine Essenz, so bist du mit dir in Frieden, in Harmonie, in Fülle, in gefestigt sein, ohne abgetrennt zu sein, in gestärkt zu sein, ohne über andere Macht auszuüben. Du bist in deiner Selbstverständlichkeit der Liebe, in der Selbstverständlichkeit davon, dass du Teil der vollkommenen Harmonie bist. Und so nimmst du mit weit geöffneten Händen all das an, das dir zur Verfügung gestellt wird. Jede Herausforderung, weißt du, ist auf dich maßgeschneidert. Es ist nicht so, dass du an irgendeiner Herausforderung zerbrichst, dass irgendetwas an einer Herausforderung zerbricht. Eine zu sehr im Dichten gehaltene Form mag sich dadurch auflösen. Dies ist nicht in deiner Verantwortung. Und gleichwohl raten wir dir nicht, zu versuchen, immer die gleiche Person im Spiegel zu finden, wenn du hineinschaust. Dein Erscheinen, es wandelt sich mit deinem Erlauben. Erlaubst du den Wandel, so kannst du weit mehr als nur eine Inkarnation auf der Erde erleben und auch den gleichen Namen, die gleiche Herkunft gefühlt mit dir tragen, ohne dass dies eine Belastung für dich ist, denn du hast alles integriert, alles erlaubt und kannst somit alles liebevoll sein lassen. Mancher von euch fühlt Verdichtung in seinem Körper, an dieser oder jener Stelle, eine hartnäckige, langfristige Verdichtung, die sich durch nichts zu lösen scheint, oder bei der sich die Frage stellt, sollte ich etwas tun? Sollte ich aktiv mit Ursache und Wirkung an diese Sache herangehen, um diese Verdichtung im Körper, diesen Schmerz oder diese Verspannung zu lösen? Oder dieses, was auch immer es ist, vielleicht nicht einmal definierter. Wir sagen, Annahme ist die Aufgabe dieser deiner Zeit. In Liebe sein mit allem, was sich dir ausdrückt, ist die Lösung dieser Zeit. Jeder von euch, der etwas in seinem Leben fühlt, das anders sein soll,
etwas in seinem Körper fühlt, das anders sein soll. Er geht von seinem Herzen in seinen kontrollierenden Wille, Verstand, den menschlichen Willen. Der menschliche Wille ist nicht bereit, den göttlichen Willen komplett zuzulassen. Der menschliche Wille trennt sich ab von der Gesamtheit, da es zu komplex, zu unüberschaubar, zu unkontrollierbar ist. Siehst du also, dass irgendetwas in deinem Leben nicht so ist, wie es sein soll, so findet sich darin bereits ein Widerstand und du nährst dein Abgetrenntsein anstelle vom Annehmen deiner Gesamtheit und der Wahl dieser Erfahrung. Nährst du die Wahl deiner Erfahrung, so nimmst du an, dass du diese Erfahrung als Geschenk bekommen hast, dass du mit dieser Erfahrung genau in diesem Moment im Leben auf die bestmögliche Weise in die Harmonie eingebettet bist, dass genau diese Erfahrung ein Schlüssel für dich ist, für etwas, von dem du nicht weißt, was es ist, nicht wissen musst, was es ist, denn deine Aufgabe als Schlüsselverwahrer ist es, diesen Schlüssel anzunehmen, ihn zu wahren, ihn zu halten, ihn zu erlauben, auf ihn Acht zu geben, liebevoll. Es ist nicht deine Aufgabe, mit diesem Schlüssel in der Hand unzählige Schlösser zu probieren, bis du jenes gefunden hast, welches passt, für welchen dieser Schlüssel gemacht ist. Nein, du bist in einer Zeit, in der du den Schlüssel bekommst, um nicht zu wissen, wofür er ist, um zu vertrauen, zu wissen, dass genau in dem Moment, in dem du diesen Schlüssel brauchst, er für dich Türe, Toren öffnet, bereits jetzt für dich Türe und Toren öffnet, die dir nicht sichtbar waren, von denen du nicht einmal weißt, dass dieser Schlüssel sie geöffnet hat, sie für dich öffnet, denn vor dir ist alles geöffnet. Nimmst du also selbst diese Verdichtung an als einen Schlüssel, der dir gegeben ist, der dir etwas aufschließt, ohne dass du weißt, was es ist und dass es ist, der dir zu gegebenem Zeitpunkt Offensichtliches eröffnen, aufschließen, auftun wird, so bist du nicht mehr im Widerstand, bist nicht mehr im Festhalten an diesem Schlüssel, bist im Erlauben, dass dieser Schlüssel seine Funktion tut, für so lange, wie er für dich da ist, bist im Erlauben, dass er für dich da ist, dieser Schlüssel, diese Verdichtung in deinem Körper, dieses, worauf du denkst, ach so gut verzichten zu können in deinem Leben. Wir sagen, all das sind Schlüssel für deinen Wandel, für dein Erlauben, für dein Sein, für dein Annehmen des Lebens, für dein Annehmen der Göttlichkeit im Leben, für dein Erlauben deiner Göttlichkeit in deinem Leben. Der Mensch hat die Erfahrung gemacht, dass er dieses und jenes lösen konnte, indem er es lösen wollte. Er hat die Erfahrung gemacht, dass mit jedem Menschgemachten eine Folge von Ereignissen das Ergebnis war. Er hat die Erfahrung gemacht, dass etwas Provoziertes, etwas Menschgemachtes Nebenwirkungen mit sich gebracht hat, die dann wiederum neu mit Menschgemachtem versucht wurden anzugehen, zurück in die Harmonie zu bringen, die menschgemachte, kontrollierbare Harmonie. Wir sagen dies frei von Wertung, denn das ist, was der Mensch erfahren wollte. Er wollte wissen, ob er in seinem Abgetrenntsein etwas Besseres, etwas Vergleichbares schaffen kann, wie in seinem Eins
Sein, alles Sein, seinem All-Eins-Sein. Er wollte Beweis führen, dass das Ergebnis vom Getrennten, vom Teil des Ganzen das Gleiche ist wie von dem Allem, dem Einen, dem Ungetrennten, dem Unendlichen, dem Ewigen, der Essenz. Und er ist an einer Stelle seiner Beweisführung, in der er nicht mehr verleugnen kann, dass alles immer wieder sich selbst findet, dass alles immer wieder nach sich selbst strebt, bewusst oder unbewusst, ob es das will oder nicht, ob es in die Abtrennung geht, bis es zerspringt, oder sich dieser Tendenz hingibt. Das Teil, das Einzelne, der Teil des Ganzen, er hat ein inneres Streben, welches von dem Wissen, dem tiefen Wissen, das auf jeder Ebene, zellularer ebenso wie jenseits des physischen Ebene, jenseits des sichtbaren Ebene, mitgebracht ist. Denn du kannst nicht vollkommen vergessen, was du bist, kannst nicht vollkommen ausblenden, dass du mehr bist als nur dieses, nur dieser Ausdruck, nur auf dieses menschliche Sein begrenzte, kannst es nicht vollkommen vergessen, ganz gleich wie stark das Vergessen, das du mitgebracht hast, ganz gleich wie vollumfänglich und sicher das Abgetrenntsein, das Hineingeboren werden in klare, abgegrenzte Form, in menschliches Sein. Du kannst es nicht vollkommen vergessen. Dein göttliches Sein umfasst dein menschliches Sein. Auf diese Weise ist jedes menschliche Sein Ausdruck des Göttlichen, ob es das will, ob es das anerkennt oder nicht. Jedes Wollen also, das dir signalisiert, dass es anders sein muss, anders sein kann, dass es ein Besser gibt als das, wie es ist, es trennt dich ab. Was wir dir hier anbieten anstelle dessen ist, zu erlauben und mehr zu fühlen, dass dies, was du gern anders haben möchtest, eine Verdichtung von Liebe ist. Erkennst du dies als Verdichtung der Liebe, so nimmst du wahr, dass diese Liebe sich dir auf fühlbare Weise zeigt. Sie hat so viel Liebe, dass sie sich dir genau dort zeigt, an diesem sehr verletzbaren Punkt deines Seins. Es zeigt sich dir genau hier Liebe. Bedeutet, dass dort, wo du besonders verletzbar bist, sich besonders viel Liebe zeigt. Willst du nicht wahrhaben, dass dies Liebe ist? So zeigt sich dir diese Liebe in einer Form, die du erlaubst, die du wahrhaben kannst, in Unwohlsein, Schmerz, in etwas, das sich dir in deiner Geschmeidigkeit entgegensetzt. Erlaubst du dir selbst diesen Ausdruck nicht als Schmerz zu werten, diesen Ausdruck nicht als Trennung des Energieflusses, als Stau des Energieflusses zu werten,
so fühlst du den Ausdruck der Liebe, den so wahrnehmbaren, so verdichteten, so dichten, so klaren Ausdruck der Liebe in diesem. Wir wissen, dass dies aus der höchsten Perspektive gesprochen ist und somit mal für dich, für euch zugänglich ist und mal weit jenseits dem Vorstellbaren liegt. Doch dies ist unser Versprechen, euch stets und ständig mit eurer Wahrhaftigkeit zu verbinden, euch an das zu erinnern, was ihr wirklich wisst, was ihr wirklich seid. Die Liebe, die sich nicht Ausdruck verschaffen muss, fließt frei durch dein System und lasst dich frei fühlen. Dies bedeutet nicht, dass dein Streben sein sollte, dass du dich frei fühlst und du deinen Körper, deinen Ausdruck von Körper, dein Leben, deine Ausdrucksweisen der Liebe in dichter Form im Leben, dass du sie versuchen solltest, so zu neutralisieren, dass alles geschmeidig und gut läuft und dass dies für dich die Motivation dazu ist, die Liebe zu sehen, die Liebe anzuerkennen. Wann immer du etwas tust, um etwas zu bewirken, befindest du dich in der Ebene der Heilung. Befindest du dich in der Ebene, in der du etwas tun musst, um etwas zu erreichen. Auf dieser Ebene wird es dir nicht gelingen, die Liebe wahrzunehmen. Du wirst Heilung bewirken können. Du wirst kontrollieren können, verändern können. Doch du wirst nicht das, was gerade kollektiv und doch individuell dir und euch mehr und mehr zur Verfügung gestellt wird, integrieren, welches da ist, dass ihr Herausforderungen bekommt, Schlüssel bekommt, die nicht mehr zu lösen sind, keine Rätsel sind, keine Prüfungen, nichts, das nach Ergebnis sucht, nichts, das euch hinweisen will auf dies oder jenes. Ihr bekommt Ereignisse in euer Leben hinein, um sie anzunehmen, um eure Realitätswahl vollkommen anzunehmen, zu lieben und wertzuschätzen und neu zu wählen. Der Unterschied zwischen dem Wandel und dem Neuwählen, dem provozierten Wandel, dem durch Ursache und Wirkung bezweckten und gezwungenen Wandel und dem Neuwählen aus der Annahme der Integration heraus ist, dass das eine der Vorstellungskraft unterliegt, dem unterliegt, was möglich ist. Denn wenn du dies hier hast und das dort willst, so weißt du, dass es so und so viele Schritte von hier bis dort sind. Diese können nicht übersprungen, können nicht weggedacht werden. Du hältst dann an einer Realität fest, in der diese Schritte gemacht werden müssen. Andernfalls würde dein Verstand ausgehebelt werden in seiner Logik. Begibst du dich jenseits dieser Verstandeslogik, so kommst du in den Bereich, in dem kein Wandel erzeugt werden muss, in dem Wandel Spontanität bedeutet, nicht aus dem heraus, dass du das bekommst, was du willst, nicht aus dem heraus, dass du etwas tust, um zu bekommen, was du willst oder denkst, dass es sein soll. Nein, aus dem heraus, dass du deine Wahl anerkennst, jede Wahl anerkennst, deine Wahl von dem, was du jetzt erlebst, anerkennst und sie vollkommen wertschätzt, dankbar bist für sie und weißt,
dass sie ihren Dienst für dich tut und getan hat und du diesen Dienst vollkommen erlauben kannst. Dieses also nicht verweist aus deiner Realität, sondern es erlaubst in deiner Realität und neu wählst, in deiner Realität nun dieses wählst und jenes wählst und dieses und das. Wenn deine neue Wahl auf Liebe gegründet ist, wenn deine neue Wahl eine Wahl der Frequenz der Liebe ist, so wählst du weise. Denn du wählst nicht eine andere Realität in ihrer Ausprägung. Du wählst in jeder Ausprägung die Liebe. Hier ruht das Geheimnis der Erfüllung. Du kannst in dieser Zeit experimentieren, kannst in dieser Zeit wahrnehmen, wie es ist zu manifestieren, bewusst etwas zu bewirken, das du willst, das du findest, dass es für alle so sein soll, bewusst ein Paradies zu kreieren, das dir vorschwebt. Dies erlaubt dir, deine Macht zu erleben. Es lässt dich jedoch nicht frei sein. Denn du fühlst immer, dass du es bist, der etwas tun muss, damit etwas geschieht. Das Freisein ruht in der Annahme aller Dinge, zeitgleich und auf vollkommene Weise. Und in der Wahl, der bewussten Wahl der Liebe in allem, indem du die Liebe wählst, die wahre, wahrhaftige Liebe, die Frequenz, die so wohlwollend, so licht, so erfüllend, so annehmend, so verstehend ist, wählst du dich in allem und durch alles hindurch. Musst nicht mehr sagen, in dieser Form muss ich diese Vollkommenheit sein und alle anderen Formen dürfen unvollkommen sein. Nein, du sagst, ich darf in jeder Form Vollkommenheit und Unvollkommenheit integrieren. Ich darf Vollkommenheit und Unvollkommenheit auflösen in die Vollkommenheit, die sowohl Unvollkommenheit als auch Vollkommenheit vereint. Denn jede Unvollkommenheit ist Teil der Vollkommenheit, so wie jeder Teil Teil des Ganzen ist, so wie jeder Mensch alles ist, indem er Teil von allem ist. Wählst du also neu und wählst Liebe, so wählt sich dir dein Leben auf eine Weise, die dich Frieden sein lässt. Es ist dann nicht mehr das Ziel deines Lebens, dass du dein Physisches in eine von dir vorgestellte Harmonie gebracht hast. Diese Ebene ist für dich nicht mehr relevant. Du wählst, dass alles, was ist, Harmonie ist und dass du Teil dieser Harmonie bist, die du in allem siehst, die du durch jeden, inklusive dich selbst, ausgedrückt siehst. Du empfindest Freude bei dem Bezeugen dieser Harmonie, in anderen ebenso wie in dir ebenso wie in anderen, in jedem anderen Ausdruck. Du empfindest Freude. Was sich auflöst, ist der Vergleich. Was sich auflöst, ist das, in dieser Form möchte ich so viel wie möglich Vollkommenheit ausdrücken, ausgedrückt wissen, sein. Und in jener Form, die ich ja nicht bin, darf Verderben sein, darf Schmerz sein. Doch in dieser hier möchte ich alles meistern, möchte ich in der Vollkommenheit sein. Wir sagen, die vollkommene Vollkommenheit trennt nicht zwischen sich und den anderen, trennt nicht zwischen den Erfahrungen.
die jemand haben kann und den Erfahrungen, die jemand in seiner Individualität erlebt. Die vollkommene Vollkommenheit erlaubt alles, alles in sich und alles in allen, ohne zu werten, im vollen Lieben. Und dieses liebevolle Erlauben ist die Vollkommenheit, ist die Erfüllung, ist das sich selbst in alles hineinfüllen und sich selbst in allem erkennen, das sich selbst in alles hineingefüllt erkennen, das sich selbst als formlos und formhaft zu erkennen, in alles hineingeformt, aus allem herausgeformt, durch alles wahrnehmbar, sichtbar, fühlbar, erlaubt. Das sich selbst erkennen. Dies ist die vollkommene Vollkommenheit, die absolute Vollkommenheit, die Vollkommenheit, die nicht wertet, die nur liebt, die alles ist, alles umfasst, in Frieden und vollkommener Harmonie. Du bist durch alles hindurch. Und genau das, was in jedem Moment, in jenem, in diesem Moment für dich dran ist, es zeigt sich dir. Du brauchst dafür kein Indiz. Du brauchst keinen Grund, etwas anzugehen. Wenn du fühlst, dass es für dich an der Zeit ist, mehr, tiefer, vollkommener in die Seelenkommunikation zu gehen, so wirst du dies tun. So tust du dies aus dem Impuls deines Herzens heraus. Dieser Impuls zeigt sich dir auf so liebevolle Weise. Und doch, dieses sich zeigen ist nichts, zu dem du sagst, ich hab's verstanden, du kannst jetzt gehen. Dieses sich zeigen ist, was dir widerfährt, ohne dass du es an dieses oder jenes knüpfen kannst, knüpfen solltest oder Sinn darin sich dir ergeben wird, es daran zu knüpfen. Knüpfst du etwas, das du tust, an etwas anderes, so wirst du unweigerlich feststellen können und müssen, dass diese Verknüpfung dir Kopfzerbrechen bereitet. Denn in deinem Erlauben, in deinem bereits tief Erlauben, und hier sprechen wir zu dir, zu euch, die dies wahrnehmen, hören, und bis zu dieser Stelle in unserer euch ausdrückenden Kommunikation gekommen sind. Ihr seid bereits verankert in dieser neuen Welt. Ihr seid bereits geöffnet für das neue Erleben, das Bewusstsein, das über Ursache und Wirkung hinausgeht. Für euch also ergibt es keinen Sinn, den Dingen Sinn geben zu wollen. Es ist ein wunderschönes Spiel, mit Kameraden und Gefährten zusammen zu sein und den Sinn in allem zu erkennen, den Sinn zu ergründen und in jedem Ausdruck den Sinn für dich zu finden. In der Retrospektive ist dies ein wunderschönes Spiel, denn es bestätigt, bekräftigt dich darin, dass alles für dich geschieht. Es jedoch als Zukunftsweisung zu nehmen, ich habe dies und deswegen muss ich das tun, ist aus unserer Perspektive nicht zuträglich, denn du erfährst Enttäuschung, wenn das, was du dir erhofft hast, nicht eintritt. Wenn du etwas hast und fühlst, etwas tun zu müssen, so ist dies voneinander unabhängig, wenngleich es sein mag, dass das, was du hast, dich
darauf aufmerksam macht, dass in dir diese Inspiration, diese Stimme ist, die dich ruft, etwas zu tun. Doch die Stimme ist nicht dazu bestimmt, begrenzt zu werden auf etwas Bestimmtes. Ebenso wenig wie etwas Bestimmtes dazu begrenzt, darauf begrenzt ist, nur eine Botschaft zu übermitteln. Jeder Ausdruck deines Lebens, jedes Erfahren deiner Realität, jede Verdichtung deines Körpers ist Teil deines Lebensreichtums. Nimmst du jedes als Teil deines Lebensreichtums an, so brauchst du ihm nicht nur eins zuzuschreiben, nicht nur einen Sinn. Du erkennst unzähligen Sinn darin und wirst merken, dass du es müde wirst, jeden Sinn von diesem einen zu begreifen, denn dein Verstand ist nicht dafür ausgelegt, alles zu verstehen. Er ist dafür ausgelegt, sich hinzugeben, indem er weiß, dass die Harmonie ihm überlegen ist, dass er gut daran tut, sich ihr zu ergeben, mitzuwirken, loszulassen, das, was kontrollierbar ist, und einzubringen, das, was hinzufügbar ist, was der Ton ist, die Frequenz, der Gedanke, welcher zu dem Ganzen beiträgt. Kein Gedanke ist notwendig, und doch jeder Gedanke, der zum Ganzen beiträgt, der aus der Vollkommenheit herauskommt, aus dem Bewusstsein von dem, was du bist, die reine Liebe, das reine Licht, die Essenz, die vollkommene Harmonie, jeder dieser Gedanken, der aus deinem Bewusstsein von dem, was du bist, kommt, trägt positiv zum Ganzen bei. Doch ist er nicht ausschlaggebend für dein Erleben, denn alles ist weit, weit komplexer, als du es dir vorstellen kannst, als du es dir erdenken kannst, als dein Verstand reicht. Ergibst du dich dieser Komplexität, so ergibst du dich der Harmonie, der Vollkommenheit und erlaubst dir bewusst Teil dieser Vollkommenheit zu sein, nicht in der Beweisführung zu bleiben, dass die Vollkommenheit getrennt werden kann und dann nicht mehr vollkommen ist. Du erlaubst dich darüber hinaus zu gehen und fühlst dein Vollkommensein, ohne es an einzelne Teile, an eine begrenzte Anzahl von Umständen knüpfen zu können. Je mehr du ergründest, desto mehr findest du, dass die Komplexität jede Begrenzbarkeit übersteigt, jede Abzählbarkeit von Gründen, von Wirkungen, von Zusammenhängen. Die Zusammenhänge umfassen alles. Willst du alle Zusammenhänge verstehen, so kannst du nur sein, was du bist, denn das ist das Einzige, was alles umfasst. Wir lieben dich. Wir lieben euch. Wir lieben. Denn Liebe ist, was du bist. Liebe ist, was alles ist, in dem wir sind. Eins mit dir. Eins mit dir, allem Gott, alles, was ist. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.